Wir werden in diese schon seit einer Ewigkeit lebende und laufende Welt hineingeboren, können irgendwann selbstständig denken und tun so, als ob das Leben und die Existenz selbstverständlich wäre. Stellt euch vor, ihr legt euch heute Nacht schlafen und wacht am nächsten Tag in einem fahrenden Zug auf. In dieser Situation würde kein Mensch ganz normal handeln und sein alltägliches Leben fortsetzen, ohne die Frage zu klären, wer euch da reingesetzt hat und vor allem, warum. Doch warum hinterfragen wir diesen fahrenden Zug nicht? Warum hinterfragen wir diese ganze Existenz nicht? Warum gibt es etwas? Wir sind in den Jahren, nachdem wir ein stabiles Bewusstsein erlangt haben, so mit unseren Bedürfnissen und dem Planen und Aufbauen unserer Zukunft beschäftigt, dass wir uns die grundlegenden Fragen nicht stellen. Die wichtigste Frage: Warum leben wir? Wir wissen alles Mögliche, haben für alles eine Erklärung. Doch für das, was wir am meisten, sogar ununterbrochen tun, und zwar leben, haben wir keine Erklärung. Wir wissen, dass jedes Leben endlich ist, aber warum interessiert uns der Tod dann so wenig? Man ist länger tot als lebendig. Wissen wir denn nicht, wie skrupellos Zeit ist? Das ganze System trägt viel zu diesem Trend bei. In diesem System, in dem wir leben, müssen wir immer die neuesten Geräte, Kleidungen etc. haben. Wir sind rund 70 Jahre hier. Was müsste unser Ziel sein? Warum hält man es instinktiv für unwahrscheinlich, dass es ein Ziel gibt? Ist das Ziel, das Leben einfach zu genießen? Was hat man von vergangenem Genuss, vor allem wenn man tot ist? Wir müssen unbedingt einen guten Beruf erlangen, damit wir Geld für alles Materielle haben. Deswegen wenden wir uns in den ersten 20 Jahren unseres Lebens der Schule zu, wo alle Erkenntnisse über die Welt wertlos in uns reingeschoben werden, sodass wir sie schon für gelöst und selbstverständlich halten. In so einer Welt haben wir keine Zeit, uns Gedanken zu machen. Da stellt sich die Frage, ob das System es will, dass wir uns keine Gedanken machen. Gedanken sind Wege zur Wahrheit. Welche Wahrheit nehmen sie uns? Jeder Mensch wird erfahren, was der Tod uns bringt. Du wirst sterben. Hast du Angst? Oder bist du etwas neugierig? In gewisser Weise wollen Menschen vielleicht sogar, dass es nach dem Tod weitergeht. Der Gedanke, dass unser Bewusstsein einfach verschwindet, ist sehr beängstigend, wenn man darüber nachdenkt. Als hätte man überhaupt nicht gelebt. Wenn man grob die Natur betrachtet, mit der Hoffnung, irgendwelche Zeichen über das Leben nach dem Tod zu finden, lassen sich einige alltägliche Dinge, die wir für uninteressant halten, interpretieren. Einen Vorgeschmack für den Tod hat uns das Leben ja schon gegeben. Das tägliche Einschlafen. Wie als würde man sterben und dann wieder auferstehen. Will die Natur uns mit dem Schlafen und wieder Aufwachen täglich etwas sagen? Man betrachte das Leben als Traum, das Sterben als Aufwachen. Doch bisher kehrte niemand, der aufgewacht ist, wieder zurück und erzählte uns, dass es etwas nach dem Tod gibt. Wir können schließlich auch nicht wieder in einen Traum zurück und den Leuten im Traum erzählen, dass es eine andere Wirklichkeit gibt. An manchen Tagen wird ein sehr schöner, fast schon paradiesischer Traum unterbrochen und man wacht auf. Trauriger als der Abbruch selbst ist jedes Mal, dass man ganz genau weiß, dass man nicht wieder in denselben Traum kommt, wenn man wieder einschläft. Der Traum und die von deinem Gehirn erzeugten Persönlichkeiten sind weg. Jeden Tag müde sein vom Leben. In den Schlaf fallen, als würde man sterben. Schlafen, während alles dunkel ist und dann mit dem Aufgehen der Sonne wieder auferstehen. Auch scheint es so, als ob die Jahreszeiten, jedes Mal, wenn wir ein Jahr älter werden, uns an irgendetwas erinnern. Geburt. Viel Leben entsteht, neue Hoffnungen, frische Atmosphäre, auf die kommenden Jahre freuen. Jung und selbstbewusst, wundervolles Wetter. Die Natur zeigt ihre schönsten Seiten. Es ist viel los, vielleicht die schönste Phase.
Alles wirkt optimistisch, als würde es nie zu Ende gehen. Es wird kälter, lebensfeindlicher. Die Blätter fallen vom Baum. Immer weniger aktives Leben. Es wirkt alles düster. Man weiß, dass uns eine ernste Phase bevorsteht. Es schneit. Alles, was für Leben steht, ist mit Schnee bedeckt. Alles wirkt tot. Die Natur kämpft gegen die Kälte. Kaum etwas überlebt. Wie schnell doch die Zeit vergeht. Wir sterben. Aber die Jahreszeiten gehen weiter. Es wird wieder Frühling.